Für viele Hamburgerinnen und Hamburger sowie auch für Besuchende ist er das Herzstück der Innenstadt. Der Jungfernstieg, vielfältige Verbindung zwischen der Binnenalster, umliegenden Geschäften und Sehenswürdigkeiten. Für die Hamburgerinnen und Hamburger spielt vor allem die historische Bedeutung der Flaniermeile eine große Rolle. Früher gingen hier die Familien am Sonntag spazieren und führten ihre unverheirateten Töchter aus, die Jungfern genannt werden, daher der Name. Und auch heute ist der Jungfernstieg etwas ganz Besonderes, man genießt es, direkt am Wasser, der Binnenalster, zu sein, verabredet sich an diesem zentralen Ort und startet von hier das Shoppen in die anliegenden Kaufhäuser, allen voran das bekannte und traditionsreiche Alsterhaus, und kleinen, aber feinen Geschäfte. Das Hamburger Rathaus ist der Sitz der hamburgischen Bürgerschaft und des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg. Das architektonisch prachtvolle Gebäude an der Kleinen Alster wurde von 1886 bis 1897 im historistischen Stil der norddeutschen Neorenaissance errichtet. Der Turm hat eine Höhe von 112 Metern und ist neben den Türmen der Hamburger Hauptkirchen eine bedeutende Landmarke im Hamburger Stadtbild. Der zweiflügelige Granit- und Sandsteinbau besitzt eine 111 Meter breite Fassade, dominiert von einem 112 Meter hohen Mittelturm, dessen Höhe der Breite des ganzen Gebäudes entspricht, das Dach ist kupfergedickt. Die Sandsteinanteile bestehen vor allem aus Wünschelburger Sandstein. Die Gesamtwirkung der Fassade entsteht durch die Kombination von italienischen und norddeutschen Renaissance-Elementen. Im Innenhof des Rathauses befindet sich der Hygieia-Brunnen, gestaltet 1895-1896 von dem Bildhauer Joseph von Cramer, 1841 bis 1908, einem Bruder von Theodor von Cramer. Die weibliche Bronzefigur, die Hygieia, eine Allegorie für Gesundheit, tritt auf einen Drachen, der symbolisch für die Choleraepidemie von 1892 steht. Auch praktisch steht dieser Brunnen für Hygiene, da sich in seinem Sockel die Einlässe des Belüftungssystems des Rathauses befinden. Die Kirche ist nach dem Erzengel Michael benannt, der als große Bronzestatue über dem Hauptportal als Sieger im Kampf mit Satan dargestellt ist. Der Kirchbau steht in der südlichen Neustadt zwischen Ludwig-Erhard-Straße, Kreienkamp und Englischer Planke. Der Kirchturm hat eine Höhe von 132,14 Metern. Das heutige Bauwerk ist ein Wiederaufbau von 1912, nachdem die Kirche 1906 abgebrannt war. Sie gehört heute zur evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland. Der 132,14 Meter hohe, charakteristische Kirchturm prägt die Silhouette der Stadt und galt schon früh als Orientierungsmarke für die auf der Elbe nach Hamburg segelnden Schiffe. In 83 Metern Höhe ist die Turmplattform, die einen weiten Ausblick über die Stadt bietet. Man kann sie zu Fuß über 452 Stufen oder nach 52 Stufen zu Fuß von der Fahrstuhlhalle aus im ersten Stock erreichen. Die Uhr im Kirchturm ist mit ihren 8 Metern Durchmesser die größte ihrer Art in Deutschland. Sie wurde von der Straßburger Firma Ungerer hergestellt, deren Inhaber der Großvater des bekannten Grafikers Tommy Ungerer war. Sie wurde 1911 in Betrieb genommen, 1964 auf Elektrobetrieb umgestellt und wird seit 1994 per Funk gesteuert. Der markante Pegelturm bildet das östliche Ende der ehemaligen Abfertigungshalle an den St. Pauli-Landungsbrücken. Etwa auf halber Höhe des Turmes zeigt eine Anzeige den aktuellen Stand der Gezeiten der Elbe an. Die Wassertiefe über oder unter dem Kartennull wird in Dezimeter angezeigt, über Kartennull in schwarzen und unter Kartennull in roten Ziffern. 2 Türme mit markant grünen Kuppeln kennzeichnen das 205 Meter lange Abfertigungsgebäude an den Landungsbrücken. Es wurde mit zahlreichen Durchgängen zu den Schiffsanlegern von den Architekten Rabe und Wöhlecke errichtet und die Bauplastiken stammen von Arthur Bock. Der St. Pauli-Elbtunnel wird von den HamburgerInnen meist Alter Elbtunnel genannt, in Abgrenzung zu dem 1975 eröffneten neuen Elbtunnel. Der alte Elbtunnel wurde 1911 eröffnet und verbindet die Landungsbrücken mit dem Hafengebiet in Steinwerder. Radtouristen und Fußgänger durchqueren den Tunnel rund um die Uhr kostenlos.
Das Theater im Hafen Hamburg ist ein 1994 eröffnetes Musicaltheater der Stage Entertainment Group. Es befindet sich auf der Hamburger Elbinsel Steinwerder gegenüber den Landungsbrücken und neben dem 2014 eröffneten Theater an der Elbe. Seit dem 2. Dezember 2001 wird dort das Musical Der König der Löwen gespielt. In 8-monatiger Bauzeit wurde das Theater 1994 auf dem ehemaligen Gelände der Stülpenwerft für die Musicalproduktion Buddy errichtet und entsprechend Buddy Musical Theater genannt. Nach der Übernahme durch Stage Entertainment wurde das Theater von April bis November 2001 unter dem Architekten Klaus Latuske komplett umgebaut. Der Theatersaal wurde umgestaltet und auf 2030 Sitzplätze erweitert. Das Bühnenhaus und die Bühne wurden für die Ansprüche des Musicals Der König der Löwen verändert und erweitert. Am 2. Dezember 2001 feierte Der König der Löwen hier seine Deutschlandpremiere und wird seitdem mit großem Erfolg aufgeführt. Die Elbphilharmonie ist ein im November 2016 fertiggestelltes Konzerthaus in Hamburg. Sie wurde mit dem Ziel geplant, ein neues Wahrzeichen der Stadt und ein Kulturdenkmal für alle zu schaffen. Das 110 Meter hohe Gebäude im Stadtteil Hafen City liegt am rechten Ufer der Norderelbe an der Spitze des großen Grasbrucks zwischen den Mündungen der Hafenbecken Sandtorhafen und Grasbruckhafen. Es wurde unter Einbeziehung der Hülle des früheren Kaispeichers A errichtet. Auf diesen Sockel wurde ein moderner Aufbau mit einer Glasfassade gesetzt, die an Segel, Wasserwellen, Eisberge oder einen Quarzkristall erinnern soll. Zwischen Becksteinsockel und Glasaufbau befindet sich in 37 Metern Höhe ein öffentlich zugänglicher Platz, der als Zugangsebene für das Foyer der Konzertsäle und zum Hotel dient. Teil der Plaza ist ein Außenrundgang um das gesamte Gebäude. Von hier bietet sich eine Aussicht über die Norderelbe, den Hafen, Hafen City und die Innenstadt sowie Einblicke nach oben in die verschiedenen Ebenen des Konzertfoyers.